die gewünschte Veränderung, oder? Warum Informationen dich nicht verändern und jeder von einem stillen Geist spricht, aber niemand weiß, wie es umgesetzt werden soll. Vielleicht kennst du das. Du liest Bücher, hörst Podcasts, schaust Videos wie dieses über Persönlichkeitsentwicklung oder Erfolg, Heilung und Spiritualität, doch die wirkliche Veränderung hat noch nicht stattgefunden, obwohl du schon sehr vieles verstehst und auch erklären kannst. Und trotzdem stellst du fest, dass du in fast allen Situationen immer noch gleich reagierst und dich verhältst. Fällst in die alten, gleichen Muster zurück. Dieselben Zweifel und Konflikte, Ängste. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Es gibt einen tollen Spruch, der sagt, wenn Informationen Menschen verändern würden, wären alle längst glücklich, frei und reich. Denn so funktioniert keine Veränderung. Und heute sprechen wir darüber, warum Wissen dich nicht verändert, warum dein Verstand oft sogar genau das Gegenteil bewirkt und warum ein stiller Geist der einzige Schlüssel ist. Teil 1. Das Missverständnis unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit des Informationsüberflusses. Noch nie war so viel Wissen verfügbar. Mit einem Klick bekommst du Zugang zu Psychologie, Neurowissenschaft, Businessstrategien, Meditationstechniken, Beziehungen, Biohacking und Traumheilung. Und trotzdem sind viele Menschen innerlich weiterhin total überfordert. Aber warum? Weil Informationen und Transformation zwei völlig verschiedene Dinge sind. Information bedeutet, du weißt es. Transformation bedeutet, du bist etwas geworden. Und das ist ein massiver Unterschied. Du kannst alles über hohe Wissen und trotzdem innerlich gestresst sein. Du kannst alles über Beziehungen verstehen und trotzdem in einem toxischen Beziehungsmuster dich jeden Tag wiederfinden. Du kannst alles über Selbstwert lesen und verstehen und trotzdem fühlst du dich leer. Wissen sitzt im Kopf, Veränderung sitzt aber im Nervensystem, im Unterbewusstsein, in deinen automatischen Mustern. Teil 2. Warum du immer wieder das Gleiche machst. Schau dir dein Leben ehrlich an. Wenn dich jemand kritisiert, wie reagierst du? Wenn du abgelehnt wirst, was passiert? Wenn Druck entsteht, bist du hektisch? Wenn Unsicherheit auftaucht, flüchtest du in Ablenkung? Das geschieht oft schneller, als du wirklich denkst. Warum? Weil dein Leben nicht primär durch Denken gesteuert wird, sondern durch Muster. Diese Muster bestehen aus Erinnerung, emotionaler Prägung, Gewohnheit, Schutzmechanismen, unbewusster Identität. Du denkst vielleicht, ich entscheide bewusst, aber in Wahrheit reagieren die meisten Menschen, 80-90%, konditioniert und automatisiert. Das heißt, nicht du lebst dein Leben, deine Konditionierung leben dein Leben. Teil 3. Warum noch mehr Wissen oft nichts bringt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn du ein inneres Muster hast wie, ich bin nicht genug, ich muss kämpfen, ich darf keine Fehler machen, ich werde verlassen, ich muss alles kontrollieren, dann helfen neue Informationen nur oberflächlich. Du hörst dann, du bist wertvoll. Und innerlich sagt dein System nein. Du hörst, entspann dich. Und dein Nervensystem kennt nur Alarm. Du hörst, lass los. Und dein Inneres klammert, weil es Angst hat. Das heißt, neue Informationen treffen nur auf eine gewisse alte Struktur. Und meistens gewinnt die alte Struktur. Teil 4. Der Fehler der Selbstoptimierung. Viele Menschen reagieren mit noch mehr Anstrengung, noch mehr Bücher, noch mehr Kurse, noch mehr Methoden, noch mehr Morgenrituale, noch ein anderer Plan. Doch je mehr du versuchst, dich mit Druck zu verändern, desto mehr stärkst du ihn, desto mehr unterstützt du alte Muster, denn sie geben dir Sicherheit. Sie geben dir das Gefühl, du bist noch nicht richtig. Das ist subtil, aber enorm wichtig. Die innere Uhr, der innere Antreiber sagt, du musst besser werden, du musst dich heilen, musst endlich ankommen, musst dich mal schnell fixen, wie man heute sagt. Und genau dieser Antreiber ist oft das Problem. Wenn die Lösung das Problem ist. Teil 5. Die entscheidende Frage, wie der stille Geist entsteht. Jetzt kommen wir zum Kern. Wie wird der Geist still? Nicht durch Zwang, nicht durch Kontrolle, nur durch Disziplin, nicht durch inneren Drill. Denn sobald du gegen deinen Geist kämpfst, entsteht Konflikt. Und Konflikt erzeugt Lärm. Viele Menschen meditieren sogar aggressiv.
Sie sitzen da und denken, ich muss ruhig werden. Ich darf nicht denken. Ich muss nur loslassen. Ich muss es schaffen. Das ist keine Ruhe. Das ist Kampf in einer schönen Verpackung. Teil 6. Es gibt kein Wie. Das klingt radikal. Sobald du fragst, wie werde ich still, sucht der Verstand schon wieder nach einem System, ein Rezept, eine Technik, eine Methode. Der Verstand liebt Methoden, weil er kontrollieren will. Aber echte Stille entsteht nicht durch Kontrolle. Sie entsteht durch klares Sehen. Wenn du wirklich erkennst, dass dein ständiges Denken dich erschöpft. Wenn du wirklich erkennst, dass innere Kampf dich bindet. Wenn du wirklich erkennst, dass Kontrolle keine Sicherheit bringt, dann fängt etwas von selbst an. Nicht, weil du es gemacht hast, sondern weil du es gesehen hast. Teil 7. Wahrnehmung verändert mehr als Wille. Das ist einer der wichtigsten Sätze in diesem Video. Nicht Anstrengung verändert dich, Wahrnehmung verändert dich. Wenn du eine heiße Herdplatte berührst, dann brauchst du keine Disziplin, um loszulassen. Du siehst die Wahrheit unmittelbar und genauso ist das innerlich. Wenn du klar siehst, dass dein Grübeln dich zerstört, verliert es Kraft. Wenn du klar siehst, dass dein Drama dich verändert, verändert sich etwas. Wenn du klar siehst, dass dein Opferdenken dich bindet, beginnt Freiheit. Klares Sehen ist Energie. Teil 8. Was im Alltag geschieht. Ganz praktisch. Situation 1. Kritik. Jemand kritisiert dich. Statt sofort zu verteidigen, bemerkst du, da ist Spannung, da ist Angst, da ist ein Muster, dass ich nicht genug sei. Allein dieses zu sehen schafft schon Raum. Situation 2. Stress. Du bist überfordert. Statt sofort ins Handy zu fliehen, bemerkst du, mein System sucht Betäubung. Das ist Bewusstheit. Sehr gut. Situation 3. Beziehungen. Du willst Kontrolle über den anderen? Statt das auszuleben, siehst du, ich habe Angst vor Verlust. Und das ist Intelligenz. Teil 9. Was ein stiller Geist wirklich ist. Ein stiller Geist ist nicht leer, ist nicht tot. Er ist nicht emotionslos. Ein stiller Geist ist wach. Er beobachtet, ohne zu verzerren. Er reagiert nicht permanent aus der Vergangenheit heraus. Er muss nicht alles ständig kommentieren. Dadurch entsteht Klarheit, Präsenz, Tiefe, echte Entscheidungskraft, Frieden, ohne Inszenierung. So ein Geist sieht das Ganze. Teil 10. Warum das dein Leben verändert. Wenn dein Geist stiller wird, deine Beziehungen verändern sich dadurch, weil du nicht mehr nur triggerst und reagierst. Deine Arbeit verändert sich, weil Energie nicht mehr in inneren Konflikt geht. Dein Körper verändert sich, weil Dauerstress sinkt. Deine Entscheidungen verändern sich, weil sie klarer werden. Dein Leben verändert sich nicht durch mehr Wissen, sondern durch weniger inneren Lärm. Und hier zum Schluss. Du brauchst vielleicht nicht mehr Information. Du brauchst mehr Stille, mehr Wahrnehmung, mehr ehrliches Sehen. Denn was du klar erkennst, beginnt dich zu verändern. Und was du analysierst, hinterfragst, logisch aufarbeitest, bleibt oft bestehen. Wenn du willst, bleib dran. Schau dich in meinem Feed um. Geh durch meine Videos. Stell mir gerne Fragen. Hab einen schönen Tag. Und schön, dass du bei mir warst.